Im Januar 2017 planten John Connor und Ginny McGowan einen Familienurlaub mit ihren Kindern Abby und Austin in Mexiko und entschieden sich für das Hotel Paraíso del Mar im beliebten Urlaubsort Playa del Carmen. John und Ginny saßen in der Hotellobby. Eine warme Brise und herrliches Wetter ermöglichten es ihnen, sich vom kalten und nassen Winter in Wisconsin zu erholen, aus dem sie angereist waren. Das Paar unterhielt sich darüber, was sie zum Abendessen essen sollten und wie schön es doch sei, dass sie sich in der nächsten Zeit nicht um das Kochen und andere alltägliche Dinge kümmern müssten. Das 5-Sterne-Resort mit All-Inclusive-Angebot bot eine Vielzahl von Restaurants. Von mexikanischer Küche bis hin zu brasilianischem Barbecue sowie eine Sportbar, verschiedene Buffets und Strandgrills. John und Ginny beschlossen abzuwarten und ihre Kinder, Abby und Austin, zu fragen, was sie essen wollten. Es war 19 Uhr, die Kinder sollten jeden Moment in der Lobby eintreffen. Die Familie Connor war vor ein paar Stunden in diesem Hotel angekommen und hatte sich schnell in 2 Zimmern eingerichtet. Die 20-jährige Abby Connor und ihr älterer Bruder Austin Connor bezogen ein Zimmer im Erdgeschoss, ihre Mutter und ihr Stiefvater eines im 1. Stock. Abby und Austin beschlossen, den Hotelpool zu besuchen. Sie saßen auf Stühlen an der Bar direkt am Beckenrand und feierten das Ende ihrer Abschlussprüfungen mit ein paar Gläsern Tequila. Austin hatte noch ein Semester bis zum Abschluss seines Studiums vor sich und Abby hatte gerade das erste Semester ihres ersten Studienjahres an der University of Wisconsin-Whitewater hinter sich gebracht. Sie dachte über eine Zukunft in der Wirtschaft nach, vielleicht mit Schwerpunkt Personalwesen. Ginny und John gesellten sich kurz nach einem kurzen Strandspaziergang zu den Kindern. Ginny bestellte einen gefrorenen Erdbeerdrink und sie entspannten sich am Pool, während sie ihre Kinder beobachteten. Bitte merken Sie sich diesen Punkt. Bruder und Schwester waren geübte Schwimmer. Beide waren am Pewaukee Lake aufgewachsen. Sie verbrachten viel Zeit im und am Wasser. Nun war es Zeit, zum Abendessen zurückzukehren. Es war etwa 17:30 Uhr. John und Ginny beschlossen, auf ihr Zimmer zu gehen, um sich für das Abendessen umzuziehen. Die Eltern hatten vereinbart, die Kinder um 19 Uhr in der Lobby zu treffen. Die Familie hatte dies im Voraus besprochen und alles verlief nach Plan. Während John und Ginny warteten, lief laute Musik. Sie erinnern sich nicht genau daran, was gespielt wurde. Nur daran, dass es laut war und nur ein paar Leute mitten in der Lobby tanzten. Es vergingen 15 Minuten des Wartens, dann eine halbe Stunde. Der Zeitunterschied zwischen Wisconsin und Playa del Carmen betrug eine Stunde. Möglicherweise waren die Kinder verwirrt. Ihre Handys hatten keinen Empfang, also ging Ginny, die Mutter, zur Rezeption und bat das Hotelpersonal, im Zimmer der Kinder anzurufen. Die Mitarbeiterin am Schalter wirkte etwas ratlos. Sie ging los, um den Manager zu suchen, und als sie zurückkam, erwartete Austins und Abbys Eltern eine schreckliche Nachricht. Die Hotelmitarbeiterin teilte ihnen mit, dass ihre Kinder im Krankenhaus seien. Beide waren bewusstlos direkt im Pool gefunden worden, mit dem Gesicht nach unten. Das Krankenhaus Riviera Maya ist ein kleines medizinisches Zentrum, das etwa 22 Meilen vom Hotel entfernt liegt. Es ist nicht die größte Notaufnahme in Playa del Carmen, aber sie war die nächstgelegene zu der Resortgruppe im nördlichen Teil des Strandes, zu der auch das Paraíso del Mar gehörte, in dem die McGowans untergebracht waren. Als die Eltern, John und Ginny, im Krankenhaus ankamen, hatte man Austin bereits Beruhigungsmittel verabreicht. Die Ärzte teilten mit, dass sich der Zustand des Jungen stabilisiert habe. Austin hatte eine große Beule auf der Stirn, so groß wie ein Golfball, und er hatte eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Aber glücklicherweise war er bei Bewusstsein und es würde ihm wieder gut gehen. Abbys Aussichten waren hingegen nicht so gut. Sie wurde künstlich beatmet. Sie zeigte keine Reflexe auf Licht, Berührung und Schmerz. Abby fiel ins Koma. In den medizinischen Berichten sollte später von einem anoxischen Schädel-Hirntrauma und einem Hirnödem die Rede sein, sowie von einem starken Sauerstoffmangel im Gehirn und einer Entzündung desselben. Die Ärzte vor Ort bereiteten den Transport von Abby in ein Krankenhaus in Cancun vor. Von dort wurde sie per Flugzeug zum Broward Medical Center in Fort Lauderdale, Florida, gebracht. Nach mehrtägigen Untersuchungen bestätigten die Ärzte in den USA die Diagnose der Ärzte in Mexiko. Ihr Gehirn war vollständig abgestorben.
Vor ein paar Jahren, im Jahr 2015, als Abby gerade ihren Führerschein gemacht hatte, erklärte sie ihrer Familie und ihren Angehörigen, dass sie nach ihrem Tod ihre Organe an Bedürftige spenden wolle. Ein paar Tage nach der Tragödie, im Jahr 2017, beschloss ihre Familie, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten. Nach der Tragödie versuchten die McGowans natürlich zu verstehen, was geschehen war. Denn es waren nicht einmal 2 Stunden in dem Resort vergangen, das scheinbar sicher und ruhig wirkte, als ihre Kinder in eine schreckliche Situation gerieten und sie daraufhin ihre Tochter verloren. Weder die Leitung des Ferienresorts noch die Polizei, die Ärzte oder das FBI lieferten Informationen, die den Eltern hätten erklären können, warum sie Abby verloren hatten. Möglicherweise handelte es sich um einen Unfalltod durch Ertrinken. So hieß es in der Sterbeurkunde der jungen Frau, doch die McGowans wiesen diese Version zurück. Konnten sich Abby und Austin wirklich 1 Stunde vor dem Treffen mit den Eltern so sehr betrinken, dass Abby bis zur Brust im Wasser versank, ohne dass das Personal oder die Touristen etwas bemerkten? Sind wirklich alle so schnell verschwunden? Wo waren die Zeugen? Das Letzte, woran sich Austin erinnert, ist ein Gespräch mit einem ihm unbekannten Paar in der Bar. Um sie herum war auch eine Gruppe junger Männer, die Saltos in den Pool machten und tranken. Als sie ihn und Abby einluden, sich der Gruppe anzuschließen und Schnäpse zu trinken, willigten sie ein. Und das war alles. Es war so etwas wie ein Jägerbomb, eine Portion Jägermeister, normalerweise gemischt mit Bier oder Red Bull. Aber ich bin mir nicht sicher, sagte Austin. Seine nächste Erinnerung ist das Aufwachen im Krankenwagen. Ich habe 5 Jahre lang studiert und früher schon öfter ordentlich Alkohol getrunken, sagte er. Austin berichtete, dass weder er noch Abby im Flugzeug oder in Mexiko irgendwelche Beruhigungsmittel oder andere Tabletten eingenommen hätten. Bei einer Größe von 1,87 Meter und einem Gewicht von 72 Kilogramm könne er sich nicht vorstellen, dass er so betrunken gewesen sei. Jedenfalls habe er sich nicht so gefühlt. Zu wissen, dass man uns möglicherweise einen Streich gespielt hat oder dass wir Opfer eines kranken Menschen geworden sind, der uns mit verbotenen Substanzen unter Drogen gesetzt hat, ist fast surreal, fügte Austin hinzu. Die toxikologischen Berichte der Klinik in Playa del Carmen zeigen, dass sein Blutalkoholspiegel bei 0,26% lag, also etwa 2,6 Promille. Bei Abby lag der Wert bei 0,25%, also etwa 2,5 Promille. Ein Blutalkoholspiegel von 0,25 Promille und mehr kann starke Schläfrigkeit, Verwirrtheit, Erbrechen, undeutliche Sprache, Verlust des Gleichgewichts und der motorischen Fähigkeiten bis hin zur Unfähigkeit zu stehen oder zu gehen sowie Bewusstlosigkeit verursachen. Bei einem Gewicht von 58 Kilogramm hätte Abby etwa 7 Gläser pro Stunde trinken müssen, um einen so hohen Wert zu erreichen. Jemand muss ihnen wohl eine verbotene Substanz untergeschoben haben, sagte Bill Connor, der leibliche Vater von Austin und Abby. Doch der Vater war nicht mit ihnen im Resort. Bluttests ergaben keine Opioide oder Benzodiazepine, die üblicherweise mit den Substanzen in Verbindung gebracht werden, die man in einer Bar bei einem Date untermischen könnte. Allerdings wurde nicht auf alle möglichen Substanzen getestet. Ginny bat das Krankenhaus in Cancun, eine Untersuchung auf mögliche sexuelle Gewalt durchzuführen. Der Arzt sagte, ja, er habe ihn durchgeführt, aber in den nachfolgenden Unterlagen, die den McGowans übergeben wurden, gab es keine entsprechenden Hinweise. Könnte es sich um einen missglückten Entführungsversuch gehandelt haben? Möglicherweise. Aber es scheint, als wäre es für Entführer einfacher gewesen, jemanden auf der Straße zu schnappen, anstatt sich in ein exklusives Resort zu begeben, so die Überlegung der McGowans. Doch mehrere Blog-Einträge anderer Reisender, die in den letzten 2 Jahren benachbarte Resorts in Playa del Carmen besucht hatten, berichteten von erschreckend ähnlichen Vorfällen, obwohl niemand ums Leben kam. In einem Fall, im Januar 2015, saß ein Ehepaar, das seinen 13. Hochzeitstag feierte, am Strand des Hotels Paraíso Maya, das zum selben Resortkomplex wie das Delmar gehört. Die Frau erzählte, dass sie an der Bar 2 Mojitos bestellt hatte, während ihr Mann 3 Bier trank. Sie unterhielten sich mit einem unbekannten Paar, das angab, aus Oregon zu kommen. Sie bestellten noch einmal etwas zu trinken und nach wenigen Minuten sah sie schwarze Punkte und sagte ihrem Mann, dass etwas nicht stimmte. Dann verlor sie das Bewusstsein.
Sie erinnert sich, wie sie auf dem Badezimmerboden lag, sich übergeben musste und das Gefühl hatte, zu sterben. Das nächste, woran sie sich erinnert, ist, dass sie mehr als 5 Stunden später in einem Hotelzimmer aufwachte. Ihr Mann hatte sich den Arm gebrochen. Keiner von beiden hatte eine Ahnung, was passiert war. Ihre Sachen lagen die ganze Zeit am Strand, sie waren nicht ausgeraubt worden. Ich fühlte mich, als wäre ich gerade terrorisiert worden, aber ich wusste nicht von wem und wie, schrieb sie in ihrem Blogbeitrag. Ich wusste, dass wir etwas Bösem nahe waren. Wir waren dankbar, am Leben zu sein, aber voller Angst, da wir nicht wussten, wer uns das angetan hatte. Die Frau gab außerdem an, dass man ihnen, als sie den Vorfall dem Resortpersonal meldeten, lediglich geraten habe, ins Krankenhaus zu gehen und Bargeld mitzunehmen. Also engagierten Stiefvater John und Austin einen Spanisch-Dolmetscher und gingen zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Doch die Polizei wehrte sich vehement gegen die Einleitung dieser Ermittlungen und beharrte darauf, dass es sich bei Abby lediglich um einen Unfalltod durch Ertrinken handelte. Wie sie zu einer solchen Behauptung gelangen konnten, ohne auch nur die Hotelmitarbeiter zu befragen, die das Geschwisterpaar gefunden hatten, ist unklar. Als John und Austin die Polizeistation verließen, waren sie sich nicht sicher, ob überhaupt Ermittlungen stattfinden würden. Doch die McGowans gaben nicht auf. Einige Wochen später beauftragten sie eine US-amerikanische Anwaltskanzlei mit einer Niederlassung in Mexiko, um Antworten zu erhalten. Am 30. Mai erkundigte sich der Anwalt aus Mexiko bei der Polizeibehörde und stellte fest, dass die Ermittlungen sehr begrenzt waren. Die örtliche Polizei hatte lediglich 3 Hotelangestellte befragt. In dem Bericht des Anwalts war nicht angegeben, wann genau diese Vernehmungen stattgefunden hatten. Der amerikanische Anwalt der McGowans, Florentino Ramirez, erklärte, er traue dem Polizeibericht nicht. Das ist zu bequem. Wenn es ein Unfall gewesen wäre, wo waren dann all die Zeugen? Das ergibt einfach keinen Sinn, sagte er. Ein überfülltes Hotel und kein einziger Zeuge. Zu viele Ungereimtheiten. Der Anwalt vermutete, dass es zu einer Schlägerei gekommen sein könnte, möglicherweise mit einem anderen Gast oder einem Hotelmitarbeiter, an den sich Austin nicht erinnern kann. Austin könnte einen Schlag auf den Kopf erhalten haben und gestürzt sein, aber das ist nur eine der Möglichkeiten. Unklar bleibt weiterhin, was mit Abby passiert ist. Der Polizeibericht enthielt keine Aussagen von Hotelgästen, Barkeepern oder der Frau, die angeblich das Hotelpersonal alarmiert hatte, nachdem sie gesehen hatte, dass Abby und Austin nicht aus dem Pool herauskamen. Er enthielt auch keine wesentlichen Details aus der Klinik, in die Abby und Austin mit dem Krankenwagen gebracht worden waren. Die Aussagen von 3 Mitarbeitern, dem Poolmanager und 2 Sicherheitsleuten, deuten lediglich darauf hin, dass sie am Unfallort eintrafen, die Kinder aus dem Wasser zogen und bei Abby eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführten. Ihren Angaben zufolge war sie bewusstlos, hatte einen schwachen Puls und spuckte Schaum aus Mund und Nase, als man versuchte, sie wiederzubeleben. Austin hingegen begann sich zu bewegen und Wasser auszuspucken, als man ihn herauszog. Den Aussagen dieser Zeugen zufolge wurde Abby um 19:03 Uhr betrunken am Rand des Pools gesehen, wo die Wassertiefe weniger als 4 Fuß betrug. Das sind etwa 1,2 Meter. Der Bericht gibt nicht an, wer die Geschwister tatsächlich gesehen hat. Auch die Vor- und Nachnamen werden nicht genannt. Und wie sieht es mit der Videoüberwachung aus? Stimmt es, dass es im Hotel keine Überwachungskameras rund um den Pool gab und diese auch nicht genutzt wurden? Was die Familie besonders verärgerte, war, dass die Hotelkette nicht nur nicht auf ihre Anfragen reagierte, sondern dass sich auch niemand vom Hotel bei ihnen meldete, um sein Beileid zum Verlust der Familie auszudrücken. Anscheinend haben sie das nicht als ernst angesehen, erklärte Ginny. Sie berichtete außerdem, dass man ihr, als sie sich an die örtliche FBI-Dienststelle in Milwaukee wandte, mitteilte, die Behörde könne ihnen nicht helfen, ein Verbrechen auf ausländischem Territorium liege außerhalb ihrer Zuständigkeit. Ein Sprecher der örtlichen FBI-Dienststelle wollte sich zu diesem Fall nicht äußern, sagte jedoch, dass die Behörde alle Beschwerden auf Grundlage der vorgelegten Fakten untersuche. Sie waren völlig nutzlos, sagte Ginny über die Arbeit des FBI. Sie haben mir nicht gesagt, ich solle eine schriftliche Beschwerde einreichen oder mich an das Außenministerium wenden. Absolut nichts. Im Jahr 2018 unternahm Bill Connor, Abbys leiblicher Vater, eine mehr als 2500 Meilen lange Radtour von Madison zu dem Krankenhaus in Fort Lauderdale,
in dem Abby ihre letzten Tage verbrachte. Die Woche, die er auf dem Fahrrad verbrachte, half ihm, seine Trauer zu bewältigen und gleichzeitig das Bewusstsein für die Bedeutung der Organspende zu stärken, wie er sagt. »Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wirklich passiert ist«, sagte Connor. »Ich warte immer noch darauf, dass meine Tochter zur Tür hereinkommt. Es kann doch nicht sein, dass mitten in einer Bar 2 erwachsene Menschen so lange in einem kleinen Pool treiben, bis sie ertrinken.« Auf dem Weg machte Bill Connor einen kleinen Abstecher und hielt in Baton Rouge, Louisiana. Hier lebt Lou Monjack Jr. Der 21-jährige Mann erhielt Abbys Herz. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.